so ein Smartphone, nehmen wir mal an, da sind für 5 € Technologiemetalle drin und das Smartphone kostet 1.000 €. Ist es ausschlaggebend, wenn diese Technologiemetalle jetzt 10 € kosten und das Smartphone immer noch 1.000 € kostet? Da spielt der Preis von diesen geringen Mengen keine Rolle, weil das Produkt am Ende so mit so viel Mehrwert verkauft wird, dass die Hersteller bereit sind, höhere Preise zu zahlen. Hauptsache, sie kriegen das Material. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Ja, dann herzlich willkommen zu einem neuen Podcast heute. Es geht heute um Vermögensschutz. Und es ist ja so, dass in der, man kann sagen, zunehmend instabilen Welt viele Menschen schlaflose Nächte haben, besonders wenn sie sich eben um ihr Vermögen sorgen. Also wir haben die hohe Verschuldung, wir haben das erodierende Finanzsystem. Dann gibt es so Vokabeln, die viele also auch sehr unruhig machen, wie Vermögensregister, Bargeldbeschränkungen, strenge Kontrolle von Kryptowährungen. Es scheint auch eine enorme Steuererhöhung auf Vermögen und Einkommen künftig zu kommen. Also die Anzeichen davor mehren sich ja immer mehr. Und das alles führt dazu, dass das Thema Vermögensschutz auch bei uns im Unternehmen ja immer mehr nachgefragt wird. Also wir bieten ja als Perspektive Ausland da auch an, bestimmte Unternehmensstrukturen zu gründen. Wichtig ist aber auch, dass wir an unserer Seite Experten wie den Remo Vogelsang haben. Und ich freue mich, Remo, dass du heute Zeit hast für unser Gespräch, weil wir können die Unternehmensstruktur dafür im Prinzip gründen, dass jemand sein Vermögen von sich als Person trennt und auch eine Schutzbarriere im Prinzip aufbaut. Aber was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinem Vermögen, das ich auf dem Konto liegen habe? Wenn ich jetzt meine Immobilie vielleicht plane zu verkaufen, was mache ich denn dann mit dem Geld, was ich dann übrig habe? Weil ich will es ja auch sinnvoll anlegen. Und da gibt es Experten wie dich, lieber Remo. Schön, dass du Zeit hast. Stell dich ganz kurz bitte unseren Zuschauern und Zuhörern vor. Ja, dann vielen Dank für die Einladung. Also ich bin der Verwaltungsrat und Mitinhaber der Thesaurum Service AG hier im Fürstentum Liechtenstein. Und wir helfen praktisch Privatpersonen und Unternehmen oder juristischen Personen beim Schutz und der Optimierung ihres Vermögens. Wie machen wir das Ganze? In der Regel über Edelmetalle, Technologiemetalle und konzentriert in Investment-Farbedelstein und noch anderen Sachwerten. Aber die Edelmetalle, Tech-Metalle und Edelsteine ist unser Hauptschwerpunkt dazu, was dazu dient, Vermögen in Sachwerten zu sichern, von der Kaufkraft zu sichern und langfristig zu erhalten und zu vermehren. Viele Mandanten und Zuhörer, Zuschauer kennen wahrscheinlich schon bestimmte Ansätze der Vermögensstruktur. Ich nenne da so die 3-Speichenregel, wo auch die Edelmetalle ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil sind. Das funktioniert seit vielen, vielen Jahrhunderten. Auch Edelsteine, die von vielen Adelshäusern seit vielen, vielen Jahrhunderten, gar Jahrtausenden im Bestand sind. Das sind alles Objekte, die sehr, sehr lange Vermögen sichern. Damit schaffen wir auch den Zugang für Privatpersonen und Unternehmen. Nicht nur in Deutschland, also wir haben weltweit Kunden und Mandanten, außer derzeit in Russland von Sanktionen halt etwas ausgebremst. Und unser typischer Mandant ist so in der Größenordnung ab 50.000 €, wo wir sehr breit gestreute Lösungen anbieten und Beratung. Die Lösungen sind allerdings umsetzbar ab 5.000 € Einmalkauf beziehungsweise ab 50 € regelmäßig monatlichen Kauf, was oftmals für Enkelkinder oder Kinder eingesetzt wird. Also die Einstiegshürde ist sehr, sehr gering. Klasse. Ja, dann gehen wir jetzt weiter in die Tiefe. Jetzt ist ja so, Remo, also viele machen sich ja Sorgen und haben das Gefühl, ich muss irgendwas tun mit meinem Vermögen. Also sagen wir so, reden wir jetzt mal so von so einem klassischen Mandanten auch von uns. Also wir haben Mandanten, die durchaus noch einiges an Vermögen in Deutschland haben und entweder schon ausgewandert sind oder vielleicht in der Zukunft vorhaben auszuwandern oder vielleicht sagen, nee, ich weiß noch gar nicht, ob ich auswandern möchte. Vielleicht bleibe ich auch in Deutschland, aber ich möchte in jedem Fall mein Vermögen nicht mehr, du hast von sich Sparkasse erwähnt, also viele haben ja ihr Vermögen, wie gesagt, als Kontoguthaben auf zum Beispiel Sparkassenkonten, vielleicht Festgeld in Deutschland,
vielleicht auch in Lebensversicherungen zum Beispiel. Und jetzt fragen sich viele, ist es sicher oder muss ich da was tun? Haben Sie das Gefühl, ich muss irgendwas tun? Die Frage ist nur was. Und man bekommt so viel Informationen von anderen Seiten. Du hast ja selber vor uns gerade gesagt, du hast mal Lebensversicherung angeboten. Und jetzt mal eine ganz kurze Frage. Würdest du jemandem heute noch empfehlen, sein Geld, sein Fiat-Geld oder sein Vermögen auf dem Bankkonto in Deutschland zu lassen oder sich zu freuen, ich habe da so eine Lebensversicherung, mir geht alles gut, mit mir geht alles gut in der Zukunft? Das Was sagst das du ist ein dazu? sehr großes Feld, was du jetzt aufmachst, Daniel. Also, ich sage mal zum einen zum Thema Geld. Ja, manche Mandanten meinen, mein Sparbuch ist sicher. Ja, weil die Zahl auf dem Kontoauszug ist ja immer gleich oder steigt ganz, ganz gering. Wer das unter Sicherheit versteht, muss man sagen, hat langfristig schon verloren. Ja, weil einfach die Kaufkraft des Vermögens aufgrund Inflation immer stärker nachlässt und man muss sagen, Geld ist vergänglich. Meine Tochter kam neulich zu mir mit ihrem Sparschwein, ja, wo es darum ging, was machen wir jetzt mit dem Geld? Und dann sagte sie, ein Schein will sie behalten, den hat sie von einer sehr liebenswerten Person geschenkt gekriegt als Andenken. Ich sage, ja, dann nimm es als Emotion, als Andenken. Ansonsten ist Geld vergänglich. Mach was Ordentliches damit. Und wir haben es sinnvoll für sie angelegt, investiert. Und sie freut sich auch darüber. Also daher muss man sagen, Geld als Liquidität, nicht nur in der Heimatwährung, auch in verschiedenen Währungen, vielleicht auch in dem Land, wo man plant, schon hinzuziehen, wenn das, je nachdem, wie stabil die Währungen sind, vorzuhalten. Ansonsten, Geld ist vergänglich. Alles, was man nicht als Liquidität braucht, und das sind in der Regel die Ausgaben, die man nicht innerhalb der nächsten 3 Jahre für irgendeine Investition braucht, sollten anderweitig angelegt werden. Da sind wir im Bereich der Unternehmensbeteiligung, auch Schuldverschreibung, was auch Anlagen sind im Geldbereich zwar, aber die höhere Zinsen bringen. Im Immobilienbereich, da kommt es drauf an, was sind das für Immobilien? Und im Sachwertebereich, womit wir uns beschäftigen, im Bereich der Edelmetalle, Technologiemetalle. Zu dem zweiten Punkt, den du angesprochen hast, das Thema Lebensversicherung. Hier kommt es drauf an. Ich möchte jetzt nicht zu weit in die Tiefe gehen, aber grundsätzlich die klassischen Versicherungslösungen, die viele, viele Millionen Deutsche abgeschlossen haben, gerade mit Garantiezins. Ja, also das sind klassische Versicherungen. Man hat sich gefreut über den Garantiezins. Das ist schon mal die große Frage. Auf welchen Betrag bezieht sich denn der Zins? Auf meine Prämie oder das, was letztendlich im Vertrag antwortet? Also das schmälert die Rendite enorm. Und man muss sagen, die Versicherungsgesellschaften müssen dieses Vermögen überwiegend in Schuldverschreibung anlegen. Die können da nicht groß Renditen erwirtschaften. Ich habe gerade gesagt, Schuldverschreibungen sind Geldanlagen und Geld ist vergänglich. Daher, wer Zweifel am Euro hat und dessen Kaufkraft, sollte sich gut überlegen, ob er seine klassischen Schuldverschreibungen behält. Ja, das muss zur Vermögensstruktur passen. Da gibt es auch hier und da Möglichkeiten der Rückabwicklung oder des Weiterverkaufs. Das sollte vorher geprüft werden, damit man nicht einfach kündigt. Das ganze Thema, wer Lebensversicherung machen will, das kann auch durchaus Sinn machen. Dort den Bereich der fondgebundenen Versicherung, weil Fonds sind Sondervermögen. Und hier ein wichtiger Unterschied und die Empfehlung, keine deutschen Lebensversicherungen oder aus der EU, sondern hier die Empfehlung, gern eine liechtensteinische Versicherung. Hintergrund ist einfach das, hier gibt es andere Gesetze und man muss dran denken, wenn eine Versicherungsgesellschaft selbst in Schieflage kommt, in Zahlungsschwierigkeiten, vielleicht sogar in Konkurs geht, gibt es in Deutschland den Paragraph 314 Versicherungsaufsichtsgesetz, den kennen viele gar nicht. Aber dann kann das Vermögen der Mandanten herangezogen werden zur Sanierung der Gesellschaft. Das heißt nicht, dass das Vermögen weg ist, aber es ist ja auch ärgerlich, wenn dort 15 oder 20% des Vermögens fehlen. Das wird im deutschen Markt immer recht runtergespielt, das Thema, weil der Markt ist ja auch sehr, sehr groß. Aber die Dinge passieren. Im letzten Jahr ist in Italien eine Versicherung pleite gegangen, muss man so sagen. Ja, die gleichen Risiken gibt es auch auf dem deutschen Markt. Und die Anleger, ja, da ist nicht mehr alles da, was war. Also daher, wenn, fondgebundene Versicherung aus Liechtenstein. Ja. Und dann wichtig,
in diese Policen keine Rentenfonds kaufen, also keine Fonds mit Schuldverschreibungen, weil dann ist man wieder im Geldanlagebereich, sondern auch dort, ich sage mal, in Aktienfonds investieren, in Sachwertfonds. Okay, jetzt, also du sagst sozusagen, die klassische Lebensversicherung ist noch nicht tot. Nur weil Lebensversicherung draufsteht, sollte man jetzt keinen großen Bogen drum machen, sozusagen. Ich konkretisiere es keine. Aus meiner Sicht, die klassische Lebensversicherung, die ist tot, die braucht auch keiner. Ja, ganz wichtig, dort schweben für viele Mandanten auch Risiken. Wenn man eine Lebensversicherung machen will, die fondgebundene. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, weil fondgebundene Versicherungen funktionieren, grob gesagt, wie ein Bankdepot, ja, wo man als Mandant entscheidet, was kommt da rein. Und ich als Versicherungsnehmer steuere die Anlage. Ja, also jetzt schließen wir mal das Thema Lebensversicherung ab. Was ist denn jetzt, wenn jetzt jemand kommt zu dir, also generell vielleicht mal, ab welcher Summe an Vermögen, das geschützt angelegt, diversifiziert werden soll, bist du denn überhaupt der Meinung, also da sollte man sich wirklich jetzt intensiv Gedanken machen, sollte man sich auch einen Berater vielleicht holen, also ein Beratungsgespräch mit euch vielleicht jetzt buchen? Also ab welchem Betrag ist so der typische Mandant vielleicht? Das ist ja sehr unterschiedlich, Daniel. Ich sag mal so, unsere Lösungen, die beginnen ab 5.000 Euro. Also das sind sehr, sehr niedrige Einstiegsschwellen, ja, wobei man diese 5.000 Euro schon auf sehr viele Metalle, Edelmetalle, Technologiemetalle streuen kann. Die Streuung ist auch wichtig. Es geht auch ab monatlichen Kaufen ab 50 Euro. Auch die 50 Euro kann man sehr weit streuen. Also wir reden hier von minimalsten Beträgen. Wenn sich jemand Gedanken macht, ins Ausland zu wandern, sind die Situationen in der Regel anders, ja, wo wir von 6- bis 7-stelligen Zahlen reden, also mehrere 100.000, in der Regel Millionenbeträge, weil sonst geht man diesen Schritt in der Regel nicht, ins Ausland irgendwo hinzugehen, ja, weil die Risiken für die Familie oftmals zu groß sind, ja. Aber egal, wie das Vermögen aussieht, die Grundstruktur, wenn man das runterbricht von den groben Bausteinen, die ist relativ ähnlich. Natürlich, wenn jemand weniger Vermögen hat, muss der mehr Liquidität im Verhältnis vorhalten. Wer mehr Vermögen hat, braucht sehr wenig zum Leben von seinem Gesamtvermögen. Dort sind die Strukturen anders. Aber die Bestandteile sind relativ ähnlich. Und man muss sagen, ja, die Möglichkeiten, die werden für Kinder umgesetzt, für Enkelkinder. Die Möglichkeiten gibt's für Privatpersonen, was wahrscheinlich ein Großteil deiner Zuhörerschaft jetzt ist, aber auch für juristische Personen, also für Stiftungen, für Unternehmen. Das kann ein Bestandteil sein von Teilen der betrieblichen Altersvorsorge von Unternehmen, die sehr oft in klassischen Lebensversicherungen investiert sind. Ja, also auch dort muss man nachdenken. Also die Lösungsmöglichkeiten, die passen nahezu immer. Die Frage ist, wenn man Beratung sucht, ist das halt die Frage, wie umfassend wird das Ganze, weil wer wenig hat, da gibt's jetzt nicht so viel zu strukturieren. Aber ich sag mal, ja, ab 50, 100.000, ab 50.000 kann man sagen, sollte man sich schon Gedanken machen, ja, weil dort spielen Zinseszinseffekte oder Effekte der Wertentwicklung für die nächsten Jahre eine spürbare Rolle. Und was wir immer wieder feststellen, dass die Vermögensstruktur, also wie viel habe ich im kurz-, mittel- und langfristigen Bereich meines Vermögens, bei sehr vielen Mandanten nicht passt. Ja, und manch einer schaut und freut sich, es gibt ja wieder Zinsen auf Tagesgeldern und schaut, wo kriegt er die besten Zinsen. Ich sage, das spielt ehrlich gesagt gar keine große Rolle, wo du 0,2% mehr Zinsen kriegst. Die große Frage ist, wie viel Tagesgeld brauchst du überhaupt? Also die Vermögensstruktur. Und es ist relativ einfach, wenn jemand nicht beraten wurde, den Vermögensertrag, ich sag mal nach Steuern, um erwartete 1,5% zu erhöhen. Und das pro Jahr, das macht auf einem 10-Jahres-Zeitraum oder länger sehr, sehr viel Geld aus oder Vermögen aus. Okay, jetzt nochmal generell, also damit das, ich glaube, das haben die meisten der Zuhörer bis jetzt noch gar nicht so richtig klar herausgehört. Also die Firma Thesaurum oder euer Unternehmen, ihr unterstützt jetzt oder ihr bietet als Service dem Kunden ja an, einen Teil des Vermögens in Edelmetalle, Industriemetalle oder auch Investment-Edelsteine zum Beispiel
anzulegen. Und wie gesagt, ich kaufe also diesen, man nennt es ja immer so mobilen Sachwert. Mhm. Und wo liegt der dann? Der liegt jetzt bei euch oder liegt der dann woanders? Weil das ist ja ganz, ganz wichtig. Also du bietest mir Ja, jetzt sozusagen als Beratung an, ich habe jetzt einen bestimmten Betrag, den möchte ich jetzt gerne diversifizieren, weil ich fühle mich unwohl, dass ich diesen Betrag auf meinem Konto liegen habe. So. ja, So. Und dann, lieber Remo, das ist jetzt sozusagen mein Betrag. Und dann sagst du, okay, wir unterhalten uns mal ein bisschen mit dir. Was sind so deine Ziele? Wo willst du vielleicht auch zukünftig wohnen und leben? Wo willst du genau, hin? Welche Erträge erhoffst du dir? Und dann machst du mir so ein Konzept und sagst, okay, ich empfehle dir also einen bestimmten Anteil in Edelmetalle wie Gold, Silber oder vielleicht auch Platin und so weiter sofort anzulegen. Dann gibt's noch die Industriemetalle und dann gibt's sozusagen den, sagen wir, Luxus, vielleicht eben die Edelsteine. Die werden dann auf meinen Namen gekauft und liegen dann irgendwo da. Vielleicht kannst du dieses Konzept genau. noch kurz Da bin erklären. ich noch gar nicht drauf eingegangen. Also grundsätzlich sind wir Händler und zusätzlich auch Verwahrer dieser Sachen. Ja, also die Edelmetalle, Technologiemetalle, die lagern wir in Zollfreilagern. Das hat zum einen den Hintergrund, dass man keine Mehrwertsteuer darauf zahlen muss. Bei Gold gibt's die nicht, aber bei den anderen Sachen. Das hat den zweiten Hintergrund, dass es sicher verwahrt wird. Es hat den dritten Hintergrund, dass insbesondere die Edelmetalle, also gerade Gold, ja, außerhalb der Europäischen Union und von Deutschland verwahrt wird, dass man eine politische Risikostreuung erreicht. Das ist wichtig, weil gerade an Gold hat manch Staat Ambitionen, das gern günstig zurückzukaufen gegen irgendwelche billigen Schuldverschreibungen, ja, oder zu enteignen. Deshalb ist es gut, wenn das schon mal woanders liegt, wo die Länder oder ich sag mal auch dieses politische Gebilde der Europäischen Union nicht so einfach Zugang hat dazu. Im Bereich der Technologiemetalle muss man sagen, ist es wichtig, dass das zentral gelagert wird, weil das muss man ja auch verkaufen können. Ja, da gibt's Analysen zu diesen Chargen und es macht jetzt praktisch keinen Sinn, wenn ein Mandant ein Kilogramm Rhenium ist ein Legierungsmetall, was ja oft in der Flugzeugindustrie eingesetzt wird im Hightech-Bereich. Was will der mit dem Kilogramm Rhenium? Ja, wenn er das verkaufen will, das kann er nie wieder verkaufen, weil ein Industrieunternehmen kauft nur von zertifizierten Händlern. Da gibt es Qualitätsprozesse, die lückenlos nachvollziehbar sein müssen. Und der Kunde Hans Muster, sage ich jetzt mal, der ist nicht zertifiziert bei einem Großunternehmen. Deshalb lagern wir das zentral. Und wenn ein Mandant verkaufen will, dann verkaufen wir das an die Industrie oder über den Bestand. Ja, das sind wichtige Punkte dazu. Die Edelmetalle, also Gold, Silber, Platin, Palladium, das gibt's in der üblichen Barrenform. Und das kann bei Bedarf, wenn es der Mandant will, ausgeliefert werden oder halt verkauft werden. Das liegt dann in Liechtenstein bei euch? Die Edelmetalle in Liechtenstein, die Technologiemetalle haben wir derzeit in Deutschland im Zollfreilager. Das hängt damit zusammen, dass dort ein einfacher Zugang zur Industrie ist, von der Vernetzung her. Es sind dann Überlegungen, auch Technologiemetalle in Liechtenstein zum Teil zu lagern. Ist ein bisschen aufwendiger vom ganzen Transport her. Das muss man ja auch sehen, oder? Da werden ja wirklich physische Waren bewegt. Das ist jetzt nicht wie bei Aktien, die einfach umgebucht werden. Das muss man sehen. Im Bereich der Investment-Edelsteine, Daniel, du sprachst an, ist es sehr unterschiedlich. Diese werden zum Teil im Zolllager eingelagert. Entweder bei uns im Lager, wenn es größere Bestände sind, auf den Namen des Kunden nochmal separat, ja, oder sie werden ausgeliefert an den Mandanten. Ja, der Edelstein muss man sich, wann macht der Edelstein Sinn? Vielleicht von der Vermögensstruktur, weil wir vor uns das Thema hatten. Also maximal 10% des langfristigen Vermögens, des Vermögens, was über 10 Jahre und länger nicht gebraucht wird, sehen wir als geeignet, in Investment-Farbedelsteine zu investieren. Die haben auch eine stetige, gute Wertentwicklung. Die bewegt sich so im Rahmen zwischen 2 bis 7, 8% pro Jahr über einen 10-Jahres-Zeitraum. Also geht mal schneller hoch, dann mal ein bisschen seitwärts. Daher auch von dem Punkt sehr interessant. Und mit dem Edelstein kriege ich halt eine sehr, sehr hohe Vermögenskonzentration. Ja, also man muss sich, nur dass du mal ein Gefühl hast, ja, 1 Kilogramm Gold oder jetzt mal ganz grob
kostet vielleicht 70.000 Euro aktuell. Das sind 1.000 Gramm. Den gleichen Wert kriege ich mit einem Rubin hin, der ist ungefähr so groß, in Investmentqualität selbstverständlich. Ja, der wiegt vielleicht 0,3 Gramm, 0,2 Gramm in der Größenordnung. Und da geht es auch um Portabilität oder Mobilität. Wenn jemand doch mal irgendwo hin muss, ja, kann er einen guten Teil seines Vermögens im Bereich des Farbedelsteins einfach einstecken und transportieren. Ja, Gold, 1 Kilogramm Gold, da zieht die Tasche schon lang, weil das irgendwann schwer wird, geschweige denn von Silber. Ja, also es macht aus meiner Sicht wenig Sinn, bereits bei einem mittleren Vermögen Silber zu Hause oder so zu lagern, weil das sind ja Mengen, die kann man gar nicht transportieren. Somit kann auch Edelmetall immobil werden, weil es einfach zu viel und zu schwer ist. Und da kommt halt die Vermögenskonzentration in Form vom Edelstein. Aber die Struktur muss passen. Der erste Schritt ist in der Regel die üblichen Edelmetalle, Gold, Silber, gefolgt von den Technologiemetallen. Wenn das vorhanden ist, geht es weiter mit dem Edelstein. Also kurz gesagt, wer kein Gold und so weiter hat, der braucht sich über den Edelstein aus unserer Sicht noch keine Gedanken machen. Okay. Und weil du es ansprachst, die Einstiegsgrößen, Investment-Edelsteine gehen so ab einem Wert so von um die 6.000 Euro los. Also da reden wir zum Beispiel von einem Tanzanit. Das ist ein schöner, tiefblauer, transparenter Edelstein. Investmentgröße geht dort ab circa 5 Karat los. Das ist so eine Einstiegsgröße. Ansonsten sollte man sich umschauen nach den großen, weltweit bekannten Steinen wie Rubin, Smaragd, Saphir. Verstehe. Macht Sinn. Gibt es denn außer diesen 3 Klassen noch andere Investmentmöglichkeiten, die ihr anbietet? Also Edelmetalle, Industriemetalle, dann die Edelsteine hatten wir jetzt. Übrigens Genau. noch mal eine ganz wichtige Frage. Da gibt es ja im Internet immer wieder auch so Webinare oder so Videos von welchen, die so Schmucksteine anbieten. Ja. Und welche Meinung hast du denn dazu? Du sagst es schon. Es ist Schmuck. Es sieht schön aus, hat aber nichts mit Investment zu tun. Nur mal vom Gefühl her, oder? Wenn wir das kurz vertiefen wollen, wenn man sich die Frage stellt, was ist ein Investment-Farbedelstein? Ja, also Farbedelstein, das, was bunt ist. Viele kennen Diamanten, die sehen weiß aus in hoher Qualität. Diamanten kennen viele weltweit. Diese werden tonnenweise industriell weltweit abgebaut. Also in sehr, sehr, sehr großen Mengen. Farbedelsteine, also Rubin, Smaragd, Saphire und die Nebenwerte, das sind ein paar wenige 100 Kilo weltweit pro Jahr. Und Investment-Edelsteine, die haben so eine hohe Qualität in Bezug auf Reinheit, ja, wie die geschliffen sind, dass die weder radioaktiv bestrahlt, noch gefärbt, noch erhitzt, noch mit irgendwelchen Materialien verfüllt werden müssen, damit sie schön werden. Schmuck muss einfach nur schön aussehen und das ist auch in Ordnung. Deshalb ist es ja Schmuck. Beim Investment-Edelstein kommt es auf die Qualität drauf an. Die werden lediglich geschliffen. Smaragde dürfen gering geölt sein. Das ist in Ordnung. Smaragd ist ein poröses Gestein grundsätzlich. Daher geringe Ölung in Ordnung. Und das war's. Und ich sagte ja gerade, Diamanten werden tonnenweise, also zu tausenden Kilogramm abgebaut. Im Bereich der Investment-Farbedelsteine, in den Qualitäten, reden wir ungefähr von 15 bis 16 Kilogramm pro Jahr weltweit. Das ist also ein Wassereimer, der nur teilweise gefüllt ist, weil wir reden von Stein. Der ist schwer. Ja. Und damit könnte niemals die weltweite Nachfrage nach Schmuck erfüllt werden. Deshalb ist es in der Regel so, dass diese Werte, die man beim Juwelier kaufen kann, also Schmuck halt, oder auch in Videos, im Fernsehen, wie auch immer, das ist alles behandelt. Ja. Und wie kann sich jetzt der Mandant sicher sein, dass diese Ware, wenn er Investment kaufen will, auch unbehandelt ist? Ja, das ist ganz wichtig. Dafür gibt es dann, oder da sollte er darauf achten, da gibt es Befundberichte von wissenschaftlich international anerkannten Laboren, wo ganz klar drinsteht,
ist das jetzt ein buntes Stück Glas oder ist das ein Edelstein? Ja, welche Maße hat er, welches Gewicht? Wo kommt der her? Also aus welcher Region der Welt ist der geschaffen worden? Das kann sehr relevant sein für eine spätere Wertsteigerung. Und natürlich der Hinweis, dass er nicht behandelt wurde. Und bei Smaragden, in welchem Maße er geölt wurde. Also gering ist in Ordnung. Ja. Und das ist praktisch die Urkunde, dass das ein brauchbarer Stein ist für Investment. Und dann kommt die zweite spannende Frage: Wer legt denn den Preis fest? Was ist denn der Wert? Und dafür nutzen wir praktisch unabhängige, von der Deutschen Industrie- und Handelskammer vereidigte Sachverständige. Die gibt es nämlich auch nicht in der ganzen Welt. Die haften nämlich dafür, was die machen. Und der recherchiert den Markt und der Gutachter legt praktisch den Preis fest. Und somit weiß der Kunde, er hat einen echten Stein zum fairen Preis und entscheidet dann, was er kauft. Also wir beraten die Kunden auch, oder was will er, wie soll es zusammengestellt werden, soll es ausgeliefert oder eingelagert werden. Klingt interessant. Cool. Ist es ein spannendes Thema. Genau, jetzt war also der zweite Frageteil von mir. Außer diesen 3 Klassen, gibt es noch was Interessantes? Ja, da gibt's viele interessante Sachen. Ja, also um im mobilen Bereich zu bleiben. Und ich muss dazu sagen, wir haben ein Netzwerk mit weiteren Experten im Hintergrund, oder? Man kann nicht alles selber. Aber der Bereich der Kunst, der ist spannend. Also Gemälde, ja, verschiedene Grafiken. Da arbeiten wir mit Experten zusammen. Ist auch ein mobiler Sachwert, auch mittel- bis langfristig zu sehen für die Vermögensstruktur, ist spannend. Der Bereich der Uhren, hochwertige Uhren, kann zur Beimischung interessant sein. Oder auch, da kommen wir jetzt zum Thema der Immobilien. Das ist ja auch ein Thema von dir, ja, Agrarimmobilien, also Sachwert Boden in verschiedenen Ländern, wo auch ein Ertrag erwirtschaftet wird. Und so, je nach Vermögensgröße von Mandanten, sollte jeder sein Portfolio entsprechend aufbauen. Ich sage immer, wenn irgendwas Schlimmes in der Welt passiert, ja, wirst du vorübergehend Teile deines Vermögens verlieren. Also das wird erstmal einen Knick geben. Es ist nicht so schlimm bei ordentlicher Vermögensstruktur. Bei Krisen sind auch Chancen, gerade auf Chinesisch, ja, die Krise, die Chance, ja. Man muss nur dann in der Krise reagieren können. Und man kann nur in der Krise reagieren, wenn man entsprechende Vermögensbestandteile hat, die man vielleicht umschichtet, um dann dort Chancen zu nutzen. Und daher, die Welt, auf Deutsch gesagt, die ist so verrückt derzeit und von verschiedenen Einflüssen geprägt. Niemand kann sagen, aus welcher Richtung ein Angriff auf das Vermögen kommt. Deshalb braucht man die verschiedenen Bausteine mit verschiedener Streuung. Und ganz, ganz wichtig, und das wird ein wesentlicher Teil seiner Zuhörerschaft sein, auch politisch gestreut über die Ländergrenzen hinweg. Dass zumindest das Vermögen schon mal woanders ist, vielleicht auch in irgendwelchen Strukturen verpackt, ja, in Gesellschaften, in Stiftungen, was es da alles gibt. Je nach Vermögensgröße ist es absolut wichtig. Absolut, so ist das. Ne? Das ist auch ein Beratungsteil, wo wir ja sehr intensiv auch unterwegs sind, eben Ja. gerade jetzt das Vermögen von sich als Person zu trennen, ne? Weil das ja ein weiterer, ich sage mal, weiterer Schutzbereich ist, mein Vermögen zu sichern, indem ich es von meiner Person löse und es sozusagen an die Gesellschaft übertrage, über die ich zwar die Kontrolle habe, aber die eben mit meiner Person nicht identisch ist. Da bieten wir auch Lösungen an, zum Beispiel Genau. in Großbritannien, die günstiger auch sind, vielleicht als eine Liechtenstein-Stiftung, die Ja. natürlich Sinn macht, wenn man bestimmte Vermögenswerte dann auch verwalten will. Aber kommen wir gerade mal dazu, was jetzt so eine Frage, die mir spontan kommt. Jetzt sagt vielleicht da so ein Familienvater oder auch ein Großvater, also ich habe jetzt ein Vermögen und ich möchte das jetzt beim Remo Vogelsang, bei der Thesaurum, möchte es also anlegen, schützen. Und dann habe ich eine Beratung bei dir und dann sage ich, okay, jetzt mache ich einen Teil Gold, Silber, Palladium, ich mache jetzt Industriemetalle, ich mache jetzt Edelsteine und so weiter und so fort. Und jetzt muss man ja auch überlegen, was passiert denn, wenn ich vielleicht dann meinen Gang auf der Erde beende sozusagen. Wie kommt das dann in die Hände meiner Kinder und so weiter und so fort? Also
Was habt ihr denn da für Konzepte oder ist das mit bei euch von vornherein im Konzept angedacht? Also das ist auch ein sehr wichtiger Punkt und auch ein Unterscheidungsmerkmal. Ich sage mal, viele in Deutschland planen ihre Nachfolgeplanung über ein Testament. Ja, viele Ehepaare nutzen das Berliner Testament, wo man sagen muss, ab bestimmten Vermögensgrößen ist das Berliner Testament sehr, sehr ungünstig für eine Erbschaftssteuer. Also daher auch an die Zuschauer, Zuhörer, die ein Berliner Testament haben und größeres Vermögen haben. Also da reden wir von mehreren 100.000 €, sollten das dringendst überprüfen, weil wenn ein Ehepartner verstirbt oder konzentriert sich das Vermögen auf den überlebenden Ehegatten und wenn der dann verstirbt und das Vermögen geht weiter an die Kinder, steht nur noch ein Erbschaftsfreibetrag zur Verfügung. Also das ist so ein spezielles deutsches Thema. In anderen Ländern wie in Österreich für deine Zuschauer, dort ist die Erbschaftssteuer seit 2008 ausgesetzt. Also dort kann man Vermögen übertragen, wie man will. Das ist kein Thema. Das ist die steuerliche Seite. Die rechtliche Seite von der Nachfolgeplanung her wird eben auch übers Testament geregelt. Je nachdem und je nach Familiensituation können wir für unsere Lager, für die Mandanten abweichend vom Testament und von der gesetzlichen Erbfolge auch andere Begünstigungen machen. Oftmals, wenn uneheliche Kinder, ich spreche das jetzt mal so an, ja, irgendwo vorhanden sind in der Familie. Oder man war mehrfach verheiratet, hat Kinder aus verschiedenen Ehen. Die Kinder sind alle erbberechtigt und zwar in gleicher Größenordnung. Wenn man das aber unterschiedlich außerhalb des Erbgangs regeln will, gibt's Regelungen, ja, wo man das sehr einfach machen kann, wo man die Begünstigung oder auch eine Schenkung vorbereiten kann, wo gewisse Verjährungsfristen laufen, wo man das Vermögen dann am Ende in die Hände gibt, wo man es tatsächlich will und nicht, was eingeklagt werden kann oder was der Gesetzgeber vorgesehen hat. Also daher muss man sagen, Nachfolgethema ein wichtiger Punkt. Ja, wer das Bedürfnis hat, anders als in seinem Testament Vermögen weiterzugeben, dass wir das unbedingt besprechen. Ja, das Thema mit unehelichen Kindern oder jemand hat eine Frau und eine Freundin oder ein Mann und einen Freund, ja, die sollen halt auch nicht im Testament erwähnt werden. Mit entsprechenden begünstigten Regelungen geht das alles sehr diskret zu lösen. Auch ein wichtiger Punkt zum Thema Diskretion. Wir sind ja in Liechtenstein und es gibt ja ein weltweites Informationsabkommen für Banken und Versicherungen und so weiter. Ja, also wo, egal, wenn jetzt ein Mandant in der Schweiz oder in Liechtenstein oder in einem anderen Land Vermögen angelegt hat, das wird nach Deutschland an sein Heimatland gemeldet. Wir als Verwahrer fallen nicht unter diese Abkommen. Also wir müssen nirgendwo hinmelden, was bei uns verwahrt wird. Klammer auf. Wir müssen aber prüfen, dass die Herkunft seriös und sauber ist. Also wir unterliegen den gleichen Sorgfaltspflichten wie die Banken in Liechtenstein. Deshalb unterliegen wir auch der Finanzmarktaufsicht, die uns prüfen, dass wir ordentlich arbeiten. Aber wir müssen nichts melden. Und das ist auch ein sehr, sehr großer Vorteil, den wir hier haben. Interessant. Gut. Also wer sich da näher dafür interessiert noch, der sollte sich mit dir Unbedingt. Also das, vereinbaren. genau, das sind dann wirklich individuelle Gespräche, ja, die gehen auch telefonisch oder wie auch immer. Ja, da muss man nicht extra nach Liechtenstein fahren. Aber wichtig ist, dass man drüber redet. Gibt es Und denn übrigens jetzt auch, Daniel, kurze Ergänzung. Mhm. Wer ein Lager jetzt hat auf seinen Namen oder eröffnet, ja, diese begünstigten Regelungen für die Nachfolgeplanung, die kann man auch später einrichten, die kann man in der Regel je nach Gestaltung auch ändern. Du hast es auch angesprochen mit eventuellen Strukturen, also in Großbritannien oder Stiftungen, wie auch immer. Man kann diese Bestände auch später dann einbringen und übertragen. Also das ist alles nichts für die Ewigkeit, man kann das anpassen. Okay, Genau. gut zu wissen. Was sind denn sonst noch so die häufigsten Fragen und Sorgen, mit denen du konfrontiert wirst, wenn jetzt ein Mandant oder ein Kunde auf dich zukommt? Ja, das größte Thema ist wirklich, also viele, muss ich sagen, haben schon mal eine Vorstellung und wollen einen gewissen Teil in Gold und Silber investieren, weil das kennen viele. Der Bereich der Technologiemetalle, das ist für viele ein Buch mit 7 Siegeln, weil man das im täglichen Bereich nicht bewusst wahrnimmt.
Ich sage nicht bewusst, ja, weil jeder hat täglich damit zu tun. Im Technologiemetallbereich und auch seltene Erden, da reden wir zum Beispiel von Materialien, die relativ wenig auf der Welt vorkommen und nahezu nicht recycelt werden. Und dort entsteht eine Knappheit. Die Knappheit und endliche Verfügbarkeit ist auch der entsprechende Preistreiber, weshalb die Werte halt nach und nach im Laufe der Zeit auch steigen. Ja, aber wenn wir das nehmen, oder jeder oder sehr, sehr viele haben ein Smartphone. Das sind alles Oberflächen, die berührungsempfindlich sind. Somit wird für jedes Smartphone Indium als ein bestimmtes Oxid mit Zinn oder werden die Oberflächen dort beschichtet, damit es berührungsempfindlich ist. Es ist auf ein Smartphone halt sehr, sehr wenig drauf. Aber wie viele Smartphones werden denn weltweit verkauft? Und alles, was berührungsempfindliche Bildschirme sind, überall dort wird Indium gebraucht. Oder Germanium für Glasfaserkabel, Hightech-Bereich. Gallium für Leuchtdioden oder Thermometer, kann man jetzt auch sagen, Thermometer ist ja kein Quecksilber mehr drin. Das ist in der Regel Gallium, was da drin ist. Und das sind oftmals kleine oder Kleinstmengen, die aber weltweit sehr, sehr oft gebraucht werden, was jeder täglich nutzt und es nicht weiß. Oder auch der Bereich der seltenen Erden. So selten sind die auch wieder nicht. Aber es ist eine sehr hohe Nachfrage da. Seltene Erden werden zum Beispiel gebraucht. Alles, was Elektromotoren sind, Generatoren in Windrädern, wo sehr, sehr starke Magneten gebraucht werden. Also wer von den Zuhörern und Zuschauern zu Hause oder im Baumarkt einen Magnet kauft, der sehr fest ist, zu befestigen von Materialien, dort ist sehr oft Neodym drin, also Neodymoxid, schwieriges Wort, ja, erzeugt so starke Kräfte, man denkt, das ist festgeklebt oder festgeschraubt. Das ist sehr beeindruckend. Das Ziel in der Regel, wenn man in diese Sachwerte investiert, ist der langfristige Kaufkraft- und Werterhalt, ja, nicht die kurzfristige Rendite. Weil kurzfristig kann es steil hochgehen, es kann mal etwas runtergehen. Das muss man wissen. Auch Daniel dazu häufige Fragen, was kann passieren? Ja, Sachwerte können gut und locker mal 30% schwanken, nach oben wie nach unten. Wenn man das breit streut, relativiert sich das. Also wir haben keine Portfolios, die so stark schwanken. Das Vorteilhafte ist, es bleibt immer da. Ja. Okay. Jetzt mit den Industriemetallen, also einfach, um das nochmal plastisch für Zuschauer zu machen, für die das vielleicht auch neu ist. Also es ist praktisch so, dass jetzt Unternehmen, die Zulieferer sind für diese Industriemetalle, dass die mehr oder weniger eigentlich jetzt so, sagen wir mal, Investoren einladen, ihnen zu helfen, größere Mengen einzukaufen, indem man sich sozusagen am Vorratseinkauf beteiligt. Dann legt sich der Händler das sozusagen ins Lager, der weiß, dass er pro Jahr eine bestimmte Menge verkaufen will oder vielleicht in den nächsten 5 Jahren eine bestimmte Menge verkaufen will. Und auch Erfahrung hat, dass das Material Monat für Monat, Jahr für Jahr im Durchschnitt so und so viel steigt. Und an diesem sozusagen Vorratskauf und dann späteren Abverkauf, vielleicht in 1, 2, 3 Jahren, verdient man dann gemeinsam mit dem Händler mit. Habe ich das richtig zusammengefasst oder stelle ich mir das richtig vor? So ungefähr, ja. Also in diesem Bereich der Hightech-Metalle gibt's weltweit, ich sag mal, nicht so viele Händler. Ja, weil die müssen ja zertifiziert sein. Das ist sehr, sehr aufwendig. Wir nutzen über unser Netzwerk Leute, Händler, die diese Zugänge haben. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, weil am Ende muss man das ja liefern können, verkaufen können und der Industrie zur Verfügung stellen. Und es ist so, wie du sagst, oder? Diese Waren werden in Europa, wir lagern es derzeit in Deutschland, eingelagert. Die sind schon hier. Denken wir einfach mal ein paar Jahre zurück an Corona und so weiter. Dort wurden Lieferketten deutlichst unterbrochen. Wo kommen die meisten Waren her? Aus China. China ist der größte Lieferant von diesen Technologiemetallen. Und dort wurden jetzt nicht nur Lieferketten Corona-mäßig unterbrochen. China hat auch ein bisschen eine andere Regierungsform, als es in Europa der Fall ist. Also das wird zentral gesteuert. Ja. Und wenn die Regierung sagt, wir verknappen jetzt oder erschweren die Lieferung von diesen seltenen Metallen auf dem Weltmarkt, dann ist das so. Und das haben wir im letzten Jahr gesehen bei Germanium und Gallium.
wo einfach das Ganze gedrosselt wurde und schon sind die Preise nach oben gegangen. Und ehrlich gesagt, wie wirkt sich das jetzt auf den Preis aus? Ja, so ein Smartphone, nehmen wir mal an, das sind für 5 Euro Technologiemetalle drin. Und das Smartphone kostet 1.000 Euro. Ist es ausschlaggebend, wenn diese Technologiemetalle jetzt 10 Euro kosten und das Smartphone immer noch 1.000 Euro kostet? Ehrlich gesagt nicht. Also die Komponenten, die an Technologiemetallen da reinkommt, da spielt der Preis von diesen geringen Mengen keine Rolle, weil das Produkt am Ende so mit so viel Mehrwert verkauft wird, dass die Hersteller bereit sind, höhere Preise zu zahlen. Hauptsache, sie kriegen das Material. Und da geht es einfach um eine Sicherstellung und Lieferbarkeit von diesen Materialien. Gut, dann noch eine andere Frage. Steuerlich, also wie gesagt, ihr seid jetzt in Liechtenstein. Also hat es jetzt für Mandanten steuerliche Vorteile, wenn sie mit euch zusammenarbeiten, weil ihr ja in Liechtenstein seid? Gibt es da noch irgendwas dazu zu sagen? Also dazu 2 Punkte. Aus Sicht der Mehrwertsteuer spielt es keine Rolle, weil wir das in Zollfreilagern lagern. Wer sich jetzt zum Beispiel Silber hier in Liechtenstein ausliefern lässt, physisch, macht keiner, aber es ist jetzt ein Beispiel, ja, weil es immer viel ist. Dort würde dann die Mehrwertsteuer von Liechtenstein und der Schweiz, das ist ein Zollgebiet, anfallen. Das sind derzeit 8,1%. Dann darf er diesen Silberbarren auf dem Gebiet von Liechtenstein und der Schweiz bewegen. Wenn der Mandant diesen Barren nach Deutschland mitnimmt, muss er nochmal 19% Mehrwertsteuer in Deutschland zahlen. Macht also wenig Sinn. Daher liegt das im Zollfreilager und wird in der Regel von dort raus verkauft. Also mehrwertsteuertechnisch kein Thema. In Bezug auf die Einkommensteuersituation kommt es darauf an, in welchem Land der Mandant wohnt. Gehen wir jetzt mal von Deutschland und Österreich aus. Hier ist es so, dass diese Werte nach einem Jahr Haltefrist einkommensteuerfrei verkauft werden können. Ja, also Mandant kauft heute, verkauft in 1,5 Jahren. Egal wie viel da plus ist es mehrwertsteuerfrei. Vielleicht auch, Daniel, wichtiges Thema, Perspektive Ausland, ja, Mandanten, die sich mit anderen Ländern beschäftigen, also die wegziehen wollen von Deutschland. Da gibt's, je nachdem, in welches Land man ziehen will und bei welcher Bank man Kunde ist, auch Schwierigkeiten, ja. Will die Bank mich noch als Kunde haben, wenn ich in einem bestimmten Land wohne? Das muss vorher geklärt werden. Also wir sind da offen und haben keine Berührungsängste, egal in welchem Land man hinzieht, wo man hinzieht. Wir dürfen die Kunden behalten, ja, und egal vom Domizil her. Außer derzeit Russland, weil Russland ist aufgrund von Sanktionen gesperrt. Mhm. Hast du eine Prognose eigentlich? Weil viele in letzter Zeit ja, es gibt ja so viele Videos und so viele Leute, die sich zum Goldpreis generell äußern. Wie ist denn deine persönliche Position zum Thema Anlage oder eben Kauf von Goldbarren, Goldmünzen? Anlage jetzt zur Zeit. Siehst du den wirklich auch so rasant steigen, wie einige das prophezeien in der Zukunft? Also ich sage mal, kurzfristig möchte ich mich da nicht so festlegen, ja, weil die Preise Gold, Silber, wir haben neue Hochs teilweise, oder? Die sind sehr stark gestiegen. Alles, was kurzfristig stark steigt, kann auch wieder runtergehen. Haben wir auch gesehen in den letzten Monaten, ja. Unsere Empfehlung von der Zeitdauer, wer in solche Werte investiert, sind 5, besser 7 Jahre mindestens Anlagezeit, die man zur Verfügung hat. Und auf diesen Zeitraum gesehen, sehe ich die Werte deutlich nach oben gehen. Und wenn du mich jetzt fragst, warum? Ja, einfach weil das Geld immer weniger wert wird. Ja, das Geld verliert an Kaufkraft und das Gold, die Edelmetalle gleichen das aus. Das ist die Thematik, die schon seit Jahrhunderten funktioniert. Geld verschwindet, wird neu gedruckt, ja, das Gold ist immer noch da. Und das ist der Kreislauf, den auch viele kennen. Und die letzten vielen Jahre, das geht seit der Finanzkrise 2008, 2009, dort wurde es offensichtlich, wird so massiv in die Finanzsysteme eingegriffen, wo Geld gedruckt wird. Das ist wirklich enorm. Man kann das ein bisschen lösen über die Streuung von Währungen. Dem Euro geht's nicht gut, dem Dollar geht's noch schlechter. Ja, aber wie gesagt, da reden wir immer von Geld. Und wichtig ist,
man braucht Sachwerte. Sachwerte ist das, was gut gestreut bleiben wird. Da bin ich mit dir einer Meinung. Alles klar. Schön. Absolut. Ja, so ist das. Jetzt mal praktisch, wenn jetzt jemand, der also jetzt zugehört hat, sagt, okay, das wäre was für mich, also wie läuft es, wie laufen jetzt die Schritte, wie nimmt man mit dir Kontakt auf und wie kommt es dann letztendlich dazu, dass ich Gold, also im Prinzip Edelmetalle, Industriemetalle oder auch einen Farbedelstein bei dir im Lager liegen habe oder die mir nach Hause bekomme? Vielleicht kannst du das mal ganz kurz zusammenfassen. Also Kontakt, wir haben ja auch eine Homepage, die ist www.thesaurum.li. Könnt ihr vielleicht noch einblenden, ja. Und da über unsere Kontaktdaten eine Anfrage stellen, also dass wir Kontakt aufnehmen mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse und dann nehmen wir Kontakt auf. Die Beratungsgespräche führe ich in der Regel, also dann würden wir uns am Telefon wiederhören oder eben persönlich einen Termin in Liechtenstein vereinbaren. In der Praxis sieht es so aus, die Gespräche laufen in der Regel telefonisch, ja, wo man die Anliegen erstmal klärt, ein paar Fragen stellt. Wo stehst du heute? Wo soll es hingehen? Ja, was für Einflussfaktoren gibt's? Und dann baut man die entsprechende Lösung auf. Ja, und selbst auch im Bereich der Farbedelsteine, also man kann Bilder und die Dokumente, am Ende sind es die Dokumente, die ausschlaggebend sind, hin und her schicken. Ja, und wer die Steine vor Ort anschauen will, macht einen Termin vor Ort. Und dann stellen wir eine Auswahl zusammen. Wir haben nicht immer alle Steine im Beratungsgespräch dabei, logischerweise. Das ist eine Frage der Sicherheit, oder? Weil das sind ja schon Vermögenswerte sehr, sehr konzentriert. Daher wird es ein bisschen eingegrenzt im Vorfeld. Aber ich sage mal, innerhalb einer Stunde ist alles da, was so gängig ist. Ja, würde mich freuen, wenn jemand der Zuschauer entsprechend Kontakt aufnimmt. Absolut, wir blenden gerne die Kontaktdaten hier mit ein an dieser Stelle. Ansonsten ja, vielen Dank, Remer, für deine Zeit. Gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Ne? Übrigens, Vielen Dank, Daniel. Wahrscheinlich sehen wir uns ja auch dann live in Zürich wieder bei unserem nächsten Event und Termin und Ticketbuchung, was auch immer, blenden wir auch an der Stelle hier mit ein, die Adresse der Website. Und da kann man dich auch live dann dort erleben und sehen und dir Fragen stellen. Ja. Vielen Dank. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.